In Galizien wurde es plötzlich sehr grün und feucht und kühler. Ich fand's wunderschön. Gleichzeitig zählten die Steine mit den Muscheln und Pfeilen aber auch immer schneller die Kilometer runter. Und neben der Freude, es bald geschafft zu haben, war bei mir und den meisten um mich rum das mulmige Gefühl des „Und danach?" Santiago heißt nicht nur, es geschafft zu haben, es heißt auch Abschied nehmen von Freunden. Und auch eine Rückkehr in den Alltag. Einen Alltag, in dem es fast unmöglich erscheint, eine Suche nach mehr Substanz im Leben zu verfolgen. Ich bin letzte Woche über ein Zitat des Mythenforschers Joseph Campbell gestolpert, das mich sehr beschäftigt. Immer wenn der Weg vor dir klar ist, bist du wahrscheinlich auf dem eines anderen. Ich glaube, ein Reiz dieses Weges liegt darin, dass wir hier unsere ganze Energie einbringen können, Schmerzen ertragen und über uns selbst hinauswachsen können. Und nur den gelben Pfeilen nachlaufen müssen. Und das zusammen mit Weggefährten, die Erfahrung teilen oder zumindest verstehen können. Schon gemacht haben oder vielleicht noch machen werden. Aber es ist halt offensichtlich der Weg von jemand anderem. Und das echte Abenteuer, das wartet eigentlich im Alltag. Ich wollte nicht, dass dieser Weg endet. Ich wäre gerne noch weitergelaufen. Trotzdem, als ich heute an diesem Tag losgelaufen bin, habe ich gedacht, heute passiert etwas Besonderes. Nee, ist kein Disneyland. Wir sind 3 Monate immer Richtung dieser Stadt unterwegs gewesen. In mir ist so viel passiert, was jetzt irgendwie einen Abschluss finden muss. Dann steht man da, vor der Kathedrale, wo Siegesfotos geschossen werden. Und eigentlich passiert gar nichts. Außer dem Gedanken, okay, ich bin jetzt also in Santiago. Es gab weder Freude noch bedeutungsschwere Dinge, die passiert sind. Wir waren halt einfach da. Ich war irgendwie enttäuscht. Malt man sich doch das Ende der Reise als das große Finale aus. Und dann der Abschied von all diesen Menschen, von denen mir manche wirklich ans Herz gewachsen sind. Also kein glorreiches Ende. Aber, so blöd das klingt, es ist auch nicht zu Ende. Dieser Weg war für mich weniger eine Auszeit als ein Freiraum für die Suche in mir. Und diese Suche ist nicht vorbei. Diese Suche ist tief mit meinem Wesen verbunden. Und während ich versuche herauszufinden, was eigentlich Substanz hat in meinem Leben, habe ich gemerkt, dass Freiraum eine große Unterstützung ist. Und Menschen. Menschen, die auch suchen.
Beides habe ich auf dem Camino gehabt. Jetzt geht es wohl darum, den Camino mit nach Hause zu nehmen. Das ist, glaube ich, warum wir dieses Videoprojekt gestartet haben. Um Menschen zu finden, die füreinander eine Erinnerung und eine Unterstützung bei ihrer Suche sein wollen. Also nehmt dieses Video auch gerne als Einladung zum Austausch.